Willkommen auf der Schnabelburg bei Hausen am Albis im Kanton Zürich. Dies ist ein Ort mit vielen Geheimnissen. Wenn man schriftliche Quellen heranzieht, dann differieren die teilweise von archäologischen Erkenntnissen. Aber die ganze Geschichte erzählen wir jetzt von Anfang an. Es waren die Freiherren von Eschenbach, welche die Burg einst erbauen ließen. In der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts tauchen sie im Gefolge der Herzöge von Zähringen und des kaiserlichen Hofes auf. Sie müssen eine wichtige Stellung innegehabt haben. In einer auf Schloss Lenzburg ausgestellten Urkunde von 1173 taucht Walter I. von Eschenbach gemeinsam mit Kaiser Friedrich Barbarossa als Zeuge auf. Ihre Stammburg lag am Reusufer bei Inwil im heutigen Kanton Luzern. Wegen ihrer guten Dienste erhielten sie von den Zähringern die Güter der Reichsvogtei Zürich zwischen dem Zürichsee und dem Reustal als Lehen. Unter anderem gehörten dazu die Gebiete um die Albiskette. Zur Sicherung des damaligen Passübergangs bei der sogenannten Schnabellücke und als Zollstation wurde die Schnabelburg errichtet. In einer Urkunde von 1185 nennt sich Walter I. erstmals von Eschenbach-Schnabelburg. Somit muss die Wehranlage damals wohl schon bestanden haben. In dem Schriftstück stiftet er gemeinsam mit seinen Brüdern Konrad, dem Abt des Klosters Moorbach, und Ulrich, seines Zeichens Propst von Luzern, das Kloster Kappel. Walter hatte 2 Söhne. Walter II. Heiratete Ita von Oberhofen, zog ins Berner Oberland und begründete dort einen neuen Familienzweig. Herr der Schnabelburg wurde sein Bruder Berchtold I. Am 18. Februar 1218 starb mit Berthold V. der letzte Herzog von Zähringen. Die Machtposition der Herren von Eschenbach-Schnabelburg begann zu bröckeln. 1270 gab es Umverteilungen des Besitzes innerhalb der Familie. Die Schnabelburg fiel an die Linie aus dem Berner Oberland. Der neue Burgherr war Berchtold III. Dieser war ein Freund und treuer Gefolgsmann von König Rudolf I. von Habsburg. An seiner Seite kämpfte er unter anderem in der Entscheidungsschlacht auf dem Marfeld gegen Ottokar von Böhmen. Unter Rudolfs Sohn Albrecht I. beteiligte er sich auch an den Kämpfen gegen König Adolf von Nassau. Vielleicht starb er während der Schlacht bei Göllheim im Jahr 1298, denn danach taucht sein Name nirgends mehr in den Schriften auf. Die Burg weckte schon früh das Interesse von Forschern. Bereits 1870 sollen erste Grabungen stattgefunden haben. Dabei sollen einige Mauern, ein eingestürztes Gewölbe und ein großer Schlüssel zutage getreten sein. 29 Jahre später fanden erneut Ausgrabungen statt,
Bei den Arbeiten, die zwischen September und Oktober 1899 durchgeführt wurden, kam eine Fülle von Funden ans Licht. Darunter befinden sich zum Beispiel ein Truhengriff und diverse Zierbeschläge aus Eisen, Teile einer Sichel, ein Meißel, ein Striegel sowie Fragmente weiterer Werkzeuge geben genauso Einblick in den Burgalltag wie die Bestandteile eines Pferdezaumzeugs. Außerdem entdeckte man ein ganzes Arsenal an Schnallen sowie eine große Anzahl an Messerklingen. Interessant ist auch eine 12 cm messende Hand aus Ton, welche wohl zu einer größeren Figur gehört hat, sowie eine Talglampe. Im Jahr 1955 fand dann unter der Leitung von Hugo Schneider eine umfassende archäologische Untersuchung statt. Alle freigelegten Mauern wurden dabei einer grundlegenden Sanierung unterzogen, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Bei diesen Arbeiten gab es scheinbar vor allem Funde aus Keramik, wie diese Becherkacheln. Die Datierung der Artefakte brachte eine Überraschung mit sich. Die ältesten stammen vermutlich aus dem 13., die jüngsten aus dem späten 14. Jahrhundert. War die Burg vielleicht erst zu Zeiten von Berchtold III. Errichtet worden? Spuren einer Vorgängeranlage an gleicher Stelle oder in der näheren Umgebung wurden jedoch nicht gefunden. Stand die erste Wehranlage etwa an einem völlig anderen Ort? Vielleicht werden künftige Forschungen dieses Rätsel irgendwann lösen. Doch nun zurück zu den heute noch sichtbaren Überresten der Schnabelburg. Ich sitze hier im ehemaligen Wohnturm der Burganlage. Dieser stellte gleichzeitig den Mittelpunkt dieser dar. Und die Mauer, auf der ich Platz genommen habe, die wird als unterster Teil eines Ofens gedeutet. Wie mag diese Anlage wohl ausgesehen haben? Das zeigen wir euch jetzt. Durch ihre Lage auf dem Albiskamm war die Burg auf der Ost- und Südseite durch das stark abfallende Gelände schon von Natur aus gut geschützt. Bei den weniger steil abfallenden Hängen im Norden und Westen half man durch 2 tiefe Gräben nach. Neben dem bereits erwähnten Wohnturm mit Ofen gab es auf der Burg mehrere weitere Gebäude. Wozu sie dienten, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit gesagt werden. Zudem fällt bei einem Besuch vor Ort ein quadratisches Mauerfundament auf. Dieses wird als Backofen gedeutet. Überreste der Ringmauer, die einst die Anlage umgab, sind ebenfalls zu sehen. Die Wasserversorgung ist bisher ungeklärt. Hinweise auf einen Brunnen oder eine Zisterne wurden keine entdeckt. Von der Schnabelburg
existieren mehrere historische Darstellungen und Rekonstruktionsversuche. Auf der Tuschzeichnung von Georg Hartmann wird sie als beeindruckender Wehrbau präsentiert, welcher sogar eine Kapelle beinhaltete. Der Rekonstruktionsversuch aus der Feder von Godi Leiser von 1978, welcher auf den Erkenntnissen von Hugo Schneider basiert, zeigt eine weitaus bescheidenere Anlage. Auf dem Stifterbild aus dem Jahr 1434, welches heute noch im Kloster Kappel zu sehen ist sie wiederum als mächtige Burg mit Türmen dargestellt. Genau wie auf der Tuschzeichnung. Welche Variante wohl näher an der damaligen Realität liegt? Wir wissen es nicht. Doch warum liegt die Schnabelburg heute in Ruinen? Schon vor dem Tod von Berthold III. Gab es Verkäufe von Ländereien. Doch danach wurden sie zahlreicher. Scheinbar hatte er einen großen Schuldenberg hinterlassen, welcher seine Erben zwang, viel Besitz und Rechte zu veräußern. Es kam noch schlimmer. Im Jahr 1306 mussten sein ältester Sohn Walter IV. Und seine Brüder den gesamten Besitz im Berner Oberland an König Albrecht I. von Habsburg verkaufen. Das scheint die Beziehungen zum habsburgischen Königshaus radikal verändert zu haben. Welche genauen Gründe letztendlich den Ausschlag gaben, ist nicht überliefert. Doch Walter schmiedete zusammen mit Johann von Schwaben, Rudolf von Ward, Rudolf von Balm und Konrad von Tegerfelden ein Komplott. Gemeinsam wollten sie den König ermorden. Am 1. Mai 1308 war es soweit. Die Verschwörer schlugen im aargauischen Windisch erfolgreich zu und erstachen Albrecht. Walter von Eschenbach-Schnabelburg soll beim Attentat die Zügel des königlichen Pferdes festgehalten haben. Die Habsburger dürsteten nun nach Rache. Die Verschwörer wurden mit der Reichsacht belegt. Nach und nach wurden ihre Burgen zerstört und ihre Ländereien konfisziert. Nachdem bereits die Burgen und Städtchen von Eschenbach und Maschwanden dem Erdboden gleichgemacht worden waren, wandte sich das Königshaus der Schnabelburg zu. Im August 1309 begann die Belagerung. Rund um den Burghügel konnten 5 künstliche Terrassierungen nachgewiesen werden, welche wohl von den habsburgischen Truppen genutzt wurden. Die Burg der Herren von Eschenbach-Schnabelburg war völlig eingekesselt worden. Nach der Eroberung der Festung soll die ganze Besatzung enthauptet worden sein. Diverse gefundene Waffenteile, wie eine große Anzahl an Pfeileisen und Armbrustbolzen, sowie mehrere ein- und zweischneidige Dolche, stammen möglicherweise von diesem Ereignis. Dass die Wehranlage bei der Eroberung vollkommen zerstört wurde, ist allerdings zweifelhaft. Direkte Hinweise fanden sich bei den archäologischen Untersuchungen keine.
Außerdem scheint die Burg noch bis kurz vor 1400 genutzt worden zu sein. Denn die Funde werden, wie bereits angemerkt, bis ins späte 14. Jahrhundert datiert. Wer in der Zeit nach der Belagerung auf der Burg wohnte, ist jedoch unklar. Doch was wurde aus Walter IV.? Sicher ist, er entkam dem Blutbad. Denn bis 1310 taucht er weiter in Urkunden auf. Der Überlieferung nach soll er später untergetaucht sein und bis kurz vor seinem Tode unerkannt als Hirte in Süddeutschland gelebt haben. Sein Bruder Mangold von Eschenbach starb unverheiratet und kinderlos im Jahr 1338. Von 2011 bis 2012 fanden umfassende und sorgsam ausgeführte Sanierungsarbeiten statt. Auf der Burgruine finden sich diverse Sitzgelegenheiten und eine Feuerstelle. Gepaart mit der wunderbaren Lage macht dies die Schnabelburg zu einem schönen Wander- und Ausflugsziel. Die Herren der Burg haben einen unverzeihlichen Fehler gemacht, der sie alles gekostet hat. Manches konnten wir in dieser Doku auflösen und andere Dinge, die bleiben, vorderhand zumindest, weiterhin ein Geheimnis. Ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen und ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal.